Einen wunderschönen Dienstagabend allerseits, warum ich jedes Mal verwirrt bin, welcher Wochentag ist. Ich weiß doch sonst auch, welchen Wochentag wir haben. Also gut, wunderschönen Dienstagabend allerseits und willkommen bei Alt aber schlecht Gaming. Wir machen mit Witcher 3 weiter. Wir haben am Wochenende habe ich gestreamt, um den Streamausfall von letzter Woche nachzuholen. Dabei habe ich insbesondere am Sonntag, wer es nicht gesehen hat, schon Hauptquestenkram gemacht. Wir sind in Novigrad angekommen und haben da unsere alte Freundin /Flamme Triss getroffen. Und außerdem suchen wir jetzt unseren alten Kumpel Dandelion oder auch Jaskier, wer die Serie gesehen hat. Und das stellt sich als ziemlich schwierig heraus. Das ist so erstmal der Stand und wir gehen hinein ins Spiel. Ein Gottes Willen, nicht neues Spiel. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Karim Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Karim Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Da sind wir, Novigrad. Und ich glaube, mal kurz haben wir noch so auf dem Zettel. Aber ich glaube, ich wollte erst noch mal kurz gucken. Ich habe ja hier auch Schatzsuchenkram in Novigrad. Das würde ich vielleicht mal machen. Bevor wir in Hauptquesten reinrutschen. Roach. Okay, Roach kommt einfach nicht, wenn man ruft. Oder sie? Ich glaube, Roach ist ja eine sie, haben wir etabliert. Save me. I'm dying. What was it? Kommen wir hier durch? Ja. Ach, hier ist das Theater. Da können wir natürlich jetzt nicht viel machen. Der Backstage-Bereich vom Theater, da werden wir später noch hinkommen. Da werden wir eine sehr schöne Quest haben, in der ein Theaterstück eine Rolle spielt und in dem wir, Spoiler Alert, in dem wir in einem Theaterstück eine Rolle spielen. Oh, ich gehe mal hier rüber. Ja, so viel tolles Zeug. Hallo? Was ist für ein Bullshit? Gut, wir gucken mal, dass wir einen Wegpunkt finden, weil ich glaube, wir müssen, genau, unter der Tempelinsel müssen wir gucken.
point complaining. Hey, look at that tramp. Yeah. What's my jack? What is it, Grey Boy? Ready for adventure? Na, wo ist denn hier der Wegpunkt? Meine Güte. Jetzt sind wir schon fast am Ausgang. Naja. Which way do you go? Hallo, Getaway. How are you doing? Wie geht es dir an diesem Easterabend? Also jetzt gut, weil du Novigrad siehst. Ah, und Wetter ist auch schön. So, schau doch mal. Ach, guck mal, das eine ist nämlich draußen außerhalb. Am Arbeiten, während ich dir zugucke, wie du Spaß hast. Streamen ist harte Arbeit, liebes Getaway. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Ich schufte mich hier dumm und dusselig in den Content-Minen zu eurem Vergnügen und mache das unter Zurückstellung meiner eigenen Interessen, die auf keinen Fall beinhalten, dass ich Witcher 3 spiele. Ich meine, was hat Witcher 3 jemals für mich getan? Außer mein Lieblingsspiel von der ganzen Welt zu sein. Ja. Aber schaff doch heute mal, dann hast du die Tage vielleicht nämlich Zeit, um mit mir Warhammer Dark Teil zu spielen. Mein Lieber. Die Tage schon mit Marcel ein paar Runden gespielt und will... Das ist hier. Und will... kommen wir überhaupt rein? Ist das nicht mit irgendeiner Quest verbunden? Meinen, das ist mit irgendeiner Quest verbunden. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Na gut, vielleicht doch. Frag 2023 nochmal nach. Also mit der Einstellung natürlich nicht, das ist ja klar. Aha. Die Notizen von Professor Sigismund Gloge, Ausgrabungen durch Gottfried Oss, Michelle Sabrina Ruxer und Marco Gedel unter der Leitung von Professor Sigismund Gloge. Wir haben mit Ausgrabungsarbeiten unter der Schirmherrschaft der Akademie von Ochsenfurt und mit freundlicher Förderung durch Prinz Adrian von den Seewölfen begonnen. Unser Ziel ist es, den legendären Schatzkönig Meklos von Estaya zu finden. 8. Blafe, erster Ausgrabungstag. Ich mache mir große Sorgen wegen des Hexers in unserer Gesellschaft. Ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf, gleich beim ersten Treffen auf Burg Drahim. Da waren wir auch schon. Nun in den finsteren unterirdischen Kavernen macht mich seine Gegenwart schaudern. Wie sicher sind wir eigentlich, dass er seine Aufgabe darin sieht, die Expedition zu beschützen? Außerdem liegt Burg Drahim zu dicht bei Ochsenfurt, als dass wir die beunruhigenden Gerüchte über Prinz Adrian nicht kennen würden. Unleserliches Fragment. 11. Blatte, dritter Ausgrabungstag. Kian hat verlangt, dass wir sämtliche Notizen abgeben, die wir in den Ruinen der Elfenrüstkammer gefunden haben. Ich weigerte mich. 13. Blatte, 5. Ausgrabungstag. Wir haben das Lager in einer großen trockenen Höhle im östlichen Abschnitt des Komplexes aufgeschlagen. Hier befinden sich einige aktive Portale. Ich fürchte, sie vermutlich nicht nur instabil, sondern auch unidirektional sind. 14. Blatte, 6. Ausgrabungstag. Der Hexer hat Marco ermordet. Marco entzifferte gerade eine der unbezahlbaren Elfenzeichnungen, als der Hexe sich plötzlich vor meinen Augen auf ihn stürzte, ihm die Kehle durchschnitt und seinen Inkunabel schnappte. Ich geriet in Panik und sprang in eines der Portale. So gelangte ich in eine Kammer ohne Ausgang. Wenn ich ein Echo des Portals erscheine, sitze ich hier für immer fest. Ich hoffe, Michelle und Gottfried konnten entkommen. Die übrigen Notizen sind kaum zu entziffern, Daten fehlen. Ich muss schlussfolgern, dass der Hexer von Anfang an auf Befehl Prinz Adrians gehandelt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf Burg Drahim in diesem Moment auf den Erfolg ihres Plans anstießen. Verdammt, vielleicht hätte diese Schemata, doch an Kian übergeben sollen. Was nützen sie mir nun, wenn ich in dieser Gruft vermodern muss? Ich habe mein letztes Wasser getrunken. Zu essen ist nichts da. Es ist kein Echo des Portals erschienen. Götter, ich glaube nicht an euch. Da wenn es euch wirklich gibt, wenn ihr existiert, dann rettet mich. Well, das lief nicht so gut für ihn. Okay, jetzt müssen wir die Ruinen von Burg Drahim erforschen. Das ist ja eine Frechheit. Okay, da können wir glaube ich gar nicht lang, ne? Ne, genau, das ist mit der Quest verbunden. Ich erinnere mich. Schemas ist auch richtig echt. Ich war der festen Überzeugung, dass es Bullshit ist und dass es nur Schemata heißen darf. Wieder was gelernt.
Also ich finde ja, wenn, dann muss es Schemen heißen, aber mich fragt ja wieder niemand. So, Burg Drachim, guck mal. Da war ich doch schon. Habe ich das nicht schon gefunden, das Zeug? Schemel, Mal kurz, kann ich das nachvollziehen, welche von denen ich schon habe? Ne, dazu müsste ich zu einem Handwerker. Weil ich überlege, ob ich die nicht einfach schon gefunden habe. Oh Gott. Hm. Zieh doch zwar wieder eine Klugschieße an. Ah, guck mal hier. Prinz Adriens Tagebuch. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloge irgendwo in den Ruinen von Estaya verschwunden sind, da allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären, doch andererseits sie beeindruckenden Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estaya lebend verlassen würde, und er behielt recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bete, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich, ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich, geschrubbte, unleserlich, einwachsen, unleserlich, unleserlich, Klingenöl, unleserlich, Teufelsbovist, unleserlich, Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher, offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht soll ich erwägen, mich im Bannart einzuschreiben. Manchmal hat er zwei übereinander an. Ja. Wann denn nicht? Ja, okay, das ist natürlich richtig, aber ich meine, was willst du machen, wenn man halt immer der smartest person in the room ist, dann ist das halt so. Okay, das haben wir nämlich schon gemacht, dieses Schiffswrack hatten wir schon geknackt. Und jetzt müssen wir nur noch die Passagen unter der Tempelinsel erforschen. Tipp, top. Ich möchte an der Stelle erwähnen übrigens, dass der Stream am Sonntagvormittag ein Riesenerfolg war. Da war richtig was los und das bedeutet, es wird es wiedergeben, allerdings nicht kommenden Sonntag oder sehr wahrscheinlich nicht kommenden Sonntag. Aber den Sonntag drauf, den 18., da könnte es durchaus sein. Bin ich denn hier? Viel zu weit oben. Dass ich nochmal sowas mache. Plump. Wie ist der Ausgang jetzt? Bescheuert? Ah, hier. So, und das ist jetzt übrigens mit den, mal kurz, mal tagsüber, mit den Ruinen unter der Tempelinsel ist super tricky, den Weg dahin zu finden. Müssen wir mal schauen, dann soll ich nochmal runter und irgendwo außen am Rand entlang. Guten. Ja, ich glaube, hier ist richtig. Das ist ja auch eine schattige Ecke hier. Also zumindest steht hier nicht im Regen. Ist ja schon mal gut. Ich mag die Musik hier übrigens gerne. Schade, dass mir so wenig hört im Spiel. Okay, das ist irgendein Grafikfehler hier.
Here we go. Übrigens auch sowas, was Witcher 3 möglicherweise von Gothic gelernt hat, wie man den Platz in der Spielwelt optimal nutzt. Also das halt unter dieser riesigen Tempelinsel, wo ein Haufen Zeug ist, noch dann der Weg in die Höhlen ist und so. Ja. Okay, wo denn da vorne? Deswegen hat es noch niemand gefunden. Oh boy, der sieht nach Trouble aus. Hello. Ja, wohl, geht. GG. Ja, ich kann das auch zu mir selbst sagen. So, geht's hier wieder raus? Nee. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Forschungsnotizen, mehr Lesestoff, Leute. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenius war Steingart haben wir eine Reihe von Studien im Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Matteo Sicula. Ja und? Jo. Ja, danke für nix. Jo. Damn, you're ugly. Ja, ist die Mühe kaum wert. Noch mehr lesen. Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Thibaut. Da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch wie versprochen das Rezept meines berühmten scharfen Huhn-Kürbis-Eintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel oder Brust, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch, schwer zu bekommen, aber es gibt ein Schiff des Importhandels Opikenburg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat in Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft, sogar gestreifte Pferde. Restliche Zutaten ist der unleserlich Seite zerrissen. Den Rest werdet ihr sicherlich allein bekommen. Viel Erfolg, M. PS, jetzt schuldet ihr mir einen Gefallen. Was zum donnernden Fix soll das denn jetzt hier? Also das ist ja nun... Ist das irgendein Hinweis für diese Hebelgeschichte hier? Nee, Quatsch, der Hinweis war, schau in die Tiefe, die müssen sich alle so drehen, dass sie da reinschauen. Ja. Oh, komm schon. Absolut nachvollziehbare Architektur. Ich mache diese wahnsinnigen aufwendigen Mechanismen mit den tonnenschweren Statuen, um das Dings aufzumachen. Das ist eigentlich genau die Art von sinnlosen Kram, den ich bei Witcher normalerweise nicht erwarten würde. Also so ein D&D-Ding, also ich liebe D&D, aber das ist natürlich eigentlich genau eben nicht so richtig passend für die Welt von Witcher. Okay, wir ziehen schon mal die Armbrust. Arschbombe! Bitte nicht vom Beckenrand springen. Ja. Ja.
So. Oh, das sieht doch gut aus. Laborschlüssel. Aha. Ah gut, der war noch nicht überall da unten. Okay, das war's wohl. Was machen? Oh, nicht so gut. No good, no evil. Verrückter Kian. Ach, das ist der Hexe, okay. This is not the end. Oh, oh, oh. Eieiei. Oh, oh, der ist ja badass. Ah, aber nicht feuerfest. Hehe. Labornotizbuch. Erster Tag. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Lager gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese leckere Nussschale hing mir zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diese spitzen Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absolut medizinischen Opiums verabreichen. Diese Mohnblumenmilch hält den Hexer halt bei Bewusstsein, sodass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung. Ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine 4-fache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Subjekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Ich vermutete, sind die Hexe der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum. Vielleicht war der Begründer ein ANC-11. Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumen-Milchgaben aus. 7. Tag. Ich verabreichte einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der ANC verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das ich verabreichte, abgeklungen. 15. Tag. Injektionen des Seewespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. 26. Tag. Das Subjekt wurde gefoltert, vergiftet, ausgebrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte, bitte, trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren. Schluss. Wie ich vermutet, ist der Hexe der ideale Besessener. Ein Dämon, der in einen so exzellent vorbereiteten Körper gebannt wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malaspin und Alzu ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft, Zeit mit der Beschwörung zu beginnen. Ja, das lief ja super für alle Beteiligten. Jetzt frage ich mich natürlich, hat er es geschafft, ihn zu beschwören? Und wir haben gerade den Dämon in Witcher-Gestalt umgemacht, oder hat er es nicht geschafft? Und das war einfach das, was von dem Witcher übrig war quasi. Was vom Witcher übrig blieb. Okay, jetzt lege ich jetzt nicht alles vor, das ist nicht relevant. Ein Hoch auf die Wissenschaft, ja, auf jeden Fall. Guten Abend, in Unrelated News Marokko. Ja, ich bin zwar weiterhin clean, was diese WM anbetrifft, aber das habe ich natürlich, lese ich schon so ein bisschen, was passiert. Und das ist natürlich mal eine sogenannte Faustdicke. Und auch durchaus, also gönne ich dir natürlich auch. Ich hoffe, sonst ist alles fresh bei dir. Na, Holy geht es so, genau.
Jetzt hier hin, das ist ja noch, meine Güte. Ist ja riesig. Ich glaube, der geht einfach raus, kann das sein? Ne, guck mal, das ist die Kiste. Ja. Letzte Cat Potion, auf geht's. Okay, das war's schon. Das war's offenbar schon. Warte mal kurz. Von da kam ich nicht, ne? Ja. Ja. Aufregend. Rechnung für einen Golem. Ausgestellt von Yehuda Löw, Käufer Irenues war Steingart. Gekaufte Waren, Wachgolem, Tonerde, Porzellan. Garantie. Im Falle der Beschädigung der Keramik bitte bei der nächsten Niederlassung von Yehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Jo, diese Woche wieder Arbeit, aber die Mistzeug stecken noch in den Knochen. Ach du liebe Scheiße, ja dann mal gute Besserung. Wenn man dir irgendwas helfen kann. Lass es hören. Jo. Okay. Danke fürs Gespräch. So, damit haben wir jetzt die Höhlen unter der Novigrader Tempelinsel fertig gemacht. Ich würde jetzt noch die andere Hexe-Ausrüstungsschatzsuche machen. Können wir mal gucken, was der örtliche Schmied für uns tun kann. Und dann geht es weiter mit der Hauptquest, würde ich sagen. Hier müssen wir lang. Wir rasten mal. Was ein Wetter. Nö, man merkt nur, dass man schneller müde wird und die Bronchien denken, ihre Hauptfunktion ist Schleim. Wie geht's euch und vor allem euren Mitbewohnern? Uns geht's gut und den Mitbewohnern auch. Die werden gelegentlich, also so manchmal und manchmal auch nicht zutraulich. Vorletzte Nacht haben sie die meiste Zeit bei uns im Bett geschlafen. Diese Nacht nicht, also es ist irgendwie unberechenbar. Demnächst lassen wir sie erstmalig raus, da sind wir ein bisschen aufgeregt natürlich. Oh, ja. Nee, das Wetter, du könntest meinen, es wäre 3 Uhr nachts, aber es ist tatsächlich 10 Uhr vormittags. Das ist kein Novigrader Wetter, möchte ich anmerken. Gut, es ist eine Hafenstadt. So, mal kurz. So, das wollte ich nämlich. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir schon Greifenrüstung anhaben. Take good care of yourself. Also gut, wo ist das denn? Ah, Skellige, dann kommt endlich der Riese im Schiff. Ja, nee, so weit sind wir noch nicht. Das ist jetzt gerade die Hauptquest, die uns angewiesen wurde, aber wir machen erst den ganzen Kram in Novigrad. Das kann hier noch eine Frage von Wochen sein, bis wir nach Skellige kommen, sorry. Aber hier jetzt auch schöne Sachen. Alles gut. Oh. Komm schon, Roach. Schaffst das. Knack. Ja, That's it, Roach. warte mal, was ist da oben? Nee, ist weiter unten. Ah, das ist eine Höhle, guck mal. Okay, ich mach mal hier Bumpsliden. Okay. Fantastisch. Rein da. Oh, was haben wir da? Monster? Monster? Monster. Oh, ein Bär. Au. Ich liebe das Geräusch von brechenden Hufen am Vormittag. Ja. Ja, Roach ist da wie die meisten Computerspiele-Pferde sehr, sehr nachgiebig und verzeiht einem viel. Gibt es ein Computerspiel, wo man ein Pferd hat, wo man das Pferd kaputt reiten kann? Gibt sowas? Verbessertes Greifen Silberschwert. Wir haben noch nicht mal das normale Greifenschwert, oder? Natürlich schlecht, weil dann bringt es so nichts. Aber wir haben ja die Katzenschemata.
Wo dann kurz rasten, damit der Trank abklingt. So. So, ich steige jetzt nicht auf Roach, weil der kommt ja eh nicht hoch. Oh, ein Wildpferd. Alles klar, nehme ich. Das war einfach. Oh, okay. War nicht so einfach. Na gut, ich könnte Axi einsetzen, aber was soll's. Halt. Wo ist denn der Wegpunkt gewesen? Da ist er. Ein vorweißer Adler, da waren wir doch schon. Ist der nicht der Troll? Den haben wir ja leben lassen. Ja. Der singende Troll, wie ich anmerken möchte. Might want to look around some. Haben direkt drauf gesessen quasi. Wind's howling. Winds Howling ist auch so ein Meme geworden. Ah, hier. Bessere Greifenrüstung. Nice. Rock'n'Roll, ja. So, jetzt haben wir das nämlich, meine ich doch. Also, die ist zwar Stufe 14, aber wir können noch gar nicht nach Kaer Morhen. Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulen-Ausrüstung. Wir haben noch gar nicht die Basic-Wolfsschulen-Sachen, oder? Ah, und ist teilweise, ist ja auch ein Kaer Morhen, das ist ja völliger Quatsch. Bringt überhaupt nichts, wunderbar, dann lassen wir das mal. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum nächstbesten Schmied. Wir gehen mal zu dem beim Baron, da wissen wir wenigstens, wo er ist. Also, sobald wir wissen, wo er ist, guck mal hier. Ja. So, what's it to be? Would you take pity? Don't steal our youngins. Something weren't right then. Who dared to burn the Baron's state? Give me the coin. Teil. Shit haven't stayed. Come on now. So, Fergus, komm mal her. How may I assist you? Need some armor. Also, schauen wir doch mal. Na, guck mal hier, Katzenhandschuhe gibt's. Für die sind wir gut genug inzwischen. Level 17. Andererseits, weil wir Level 18 sind, können die verbesserten Greifenhandschuhe haben, die noch einen Tick besser sind. Wiederum andererseits sehen die Katzensachen cooler aus. Katzenhose, Zutaten fehlen, das ist aber kein Problem. Aber Greifenrüstung ist tatsächlich besser für ein Science-Bild, was wir eigentlich sind. Ist jetzt so eine Frage, ne? Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach? So, verzieh mich mal zum Portugal Schweiz. Alles klar, viel Spaß. Oh. Schwierig. Ich meine, vom Preis her können wir wahrscheinlich sogar beides leisten, können wir so noch vergleichen. Wir lassen mal den Katzenkram anfertigen, komm. Katzenhandschuhe.
Wir brauchen so viel Holz für diese Rüstung. Ihr Schwerter kann der gar nicht. So long. Übrigens, den Biker Handlebar Mustache, der wurde sich letztes Mal gewünscht von, ich glaube, der Jorinde. Wie immer könnt ihr natürlich gegen Kanalpunkte auch dafür sorgen, dass Gerald was anderes trägt. So, das ist unser Katzenset. Okay, das sieht noch nicht cooler aus. Ich glaube, das kommt erst noch. Also wird mit Upgrades, glaube ich, cooler. Aber ist auch nicht verkehrt. Igniglyphe, klar, rein damit. Wir tun die Greifenrüstung mal in unsere Kiste, in unsere unendliche. Wir brauchen aber noch einen Schmied, der uns Waffen machen kann, übrigens. Aber wir gehen erstmal zur Kiste. Beim Baron ist einer. Haben sie den inzwischen wenigstens abgehängt? Ja, gut, alles klar. Das hätte ich nur traurig gefunden, wenn auch der hängen würde. Pam, pam, param. So. Pum, 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 pum. Ups, wollte ich gar nicht. Also rüstungsmäßig wirkt das nicht wirklich wie ein Upgrade mit den freien Oberarmen, aber gut. Was willst du machen? Sun's out, guns out. Das Plätze, okay. Would ye go gather roots? Come on, Roach. Other matters on me mind just now. Heute in einer Woche kommt übrigens das Grafik-Update. Oder Upgrade, wie auch immer man es nennen will. Bin natürlich sehr gespannt. Also vor allem bin ich gespannt, ob wir heute in einer Woche dann problemlos weiterspielen können. Sollte aber eigentlich gehen. Und dann schauen wir mal, wie viel besser das noch aussieht. Wie das so läuft, wie die spielerischen Veränderungen sind. Also zumindest so, was Benutzerinterface und sowas anbetrifft, soll es ja welche geben. Und all solche Sachen. Neue Wettereffekte soll es vielleicht auch geben, wenn ich hätte gehört. Got their asses whipped like a Novigrad whore. You surprised? Die führen immer dieselben Dialoge. Das ist eines der wenigen Sachen, wo ich denke, naja. So, aber kurz, wo gab es denn hier einen Schmied? Vor allem einen Waffenschmied. Wo gab es denn einen Waffenschmied? Waren die... Okay, Waffenschmiede sind die mit dem Ambosszeichen. Okay. Ist hier keiner markiert ist? Es gab doch welche. Wir können irgend zum... Oder Ochsenfurt? Ochsenfurt hatte auch einen Rüstungsschmied, meine ich. Ein Waffenschmied. Ah, guck mal, ich kann direkt... Aha, das ist ja praktisch. Ich krieg nur einen auf der Karte angezeigt. Was ist denn das für ein kompletter Bullshit? Naja, gut. Wo war denn andere Richtung wohl? Lost her sister, then her sister's man. Parents died long past. Hello, Herr Waffenschmied. Ich möchte Ihnen gerne mein Geld geben. Lässt sich da was machen? Irgendwann da drüben. Ever heard of preventive arson? Ja, hat Feierabend gemacht, dann müssen wir rasten. Gehen wir unter das Dach. So. Moin. Hallo? Achso, das ist gerade eine Animation, mit dem kann ich nicht reden. Keine Panik, ich habe Zeit. Hallo? Junge, mach doch mal Pause.
Was für ein Quatsch. Ah, Projekt. Yeah? Got this diagram. Think you can forge the weapon? Ich bin überzeugt, dass diese Rüstung passt wesentlich besser zu seinem Rocker-Outfit. Also, jetzt haben wir doch... Okay, wir haben nicht das Katzenschwert, aber wir haben ein meisterlich gefertigtes Silberschwert, das auch extrem cremig aussieht. Bitteschön. Und was haben wir hier? Okay, wir haben keine vernünftige Stahlwaffe. Oder ist das ein... Ist das so... Ah, das ist ein Anfänger. Der kann das nicht. Aber da halt. Dann verkaufe ich dir den ganzen Kram jetzt. Guck mal. Ah. Yeah? I'll take a look. Maybe pick something. So. So long. Okay, dann müssen wir uns noch einen besseren Waffenschmied suchen. Es gibt sie. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht auf der Karte angezeigt bekomme. Aber wir kriegen also in Novigrad bestimmt irgendwo einen. Gehen wir zum Marktplatz. Da gab es doch einen. Das war doch auch ein Waffenschmied. Wo war denn der? Vorne irgendwo. Nee, Rüstungsschmied. Gut, wir gucken mal, vielleicht kann er auch Waffen, wenn er besser ist, aber ich glaube es nicht. Top-notch swords. Immerhin. Willing to craft something for me? Ja, nee. Okay. War ein Versuch wert. So long. Ist ja noch, wo gab es denn noch Schmiede hier? Das ärgert mich so sehr, dass die nicht angezeigt werden auf der Map. Jetzt auf einmal schon, guck mal. Super weird. Naja, dann nehme ich erstmal das, was er mir jetzt geschmiedet hat. Der andere ist ja schon besser als das, was ich habe. Muss man den Schmied in Novigrad nicht erst per Questreihe freischalten? Den Meisterschmied ja, die Quest haben wir auch schon, aber so ein ganz normaler Waffenschmied, den gibt es ja auch und der wird mir schon reichen, weil ich bin ja noch gar nicht auf dem Level, wo ich nur Super Deluxe Schwerter brauche. Also ja, das... Und es gibt ja nur bitte mehr als einen normalen Waffenschmied in der Welt von Witcher 3. Ich krieg den nur nicht angezeigt, erstaunlicherweise. Egal, reicht erstmal. Und das heißt, wir machen jetzt mal weiter mit entweder Graf Ruvens Schatz. Das ist der Typ, den Dandelion ausrauben wollte. Vielleicht jemand, den wir kennen. Oder wir versuchen, müssen wir auch zu Sigi Ruven. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu ihm. Na gut, dann gehen wir mal zu Sigi Ruven. Der vielleicht jemand ist, den Geralt schon kennt. Und vielleicht einer meiner Lieblingscharaktere in Witcher 3 ist. Okay, es bringt fast gar nichts. Ach, es war dumm, von oben runterzukommen. Vielleicht. Gab es hier nicht auch irgendeinen Händler? Hier gibt es einen Barbier zum Beispiel, aber ist ja nicht bestellt. Ich habe dauernd das Bedürfnis mit Geralt, also jetzt ducken zu drücken, um mit Geralt so zu bumsliden, weil das sowohl in Dark Tide als auch in Warzone geht. Und weil ich es einfach gerne mache, aber na gut. Anybody there? Open up.
What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Wanna bet? Very well, I shall try. Please wait. Die Widerstandsgruppe übrigens die Verlierergruppe schneller rausfliegen als alle aus dieser Gruppe konnte man nicht. Ja, ich habe auch schon gehört, die Todesgruppe ist tot. Happen. What happened in Novigrad, stay in Novigrad. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. You may disrobe here. Your equipment will be safe. Splendid! Siggy Reuven awaits in the next room. Poison. Nice bum you have. You were right. He doesn't blush. And Junior cut off his hand, then ordered them to shove it up the corpse's arse. And then he said... Ah, gemischte FKK-Bede. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loot. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Das stimmt gar nicht. Allegedly, but I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. Oh. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Ja, reicht doch. First ever party with my prick hanging out. Ah! Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Naja, ich habe euch geholfen. Na gut. Gut, klar, ich könnte versuchen, euch zu infiltrieren, indem ich mich auf die Art beliebt mache. Not gonna introduce me to your friends? Good thing Happen's not here. He'd tan the hide on my ass for being so rude.
Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? It's personal. Geralt takes his privacy very seriously. Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusting when he was looking for Marigold. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Whoreson? Find me first. Uralt von Rivia. I need to find Horson. Now looks like I gotta get to him before Cleaver does. Cleaver won't find him easy. Junior's good at hiding. He's got peasant smarts. Look at the time. Good luck in your search, Witcher. I'll call on you tomorrow, Francis. We'll finish our chat. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mine showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Thoughts and prayers for Dijkstra. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Horson's actions. I'll not end him until I know who. Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. Oh, sorry. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though.
Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got nought to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. From Master Spy to Master Criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah, except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I work for myself. And thus far, it's been going rather well. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I'd prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the Lodge. Aber ist er nicht so ein super Patriot? Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. As far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with Das ist it. extrem witzig. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Also ich sage ja mehrfach, und ich habe auch schon mehrfach Grund dazu gehabt, zu sagen, dass Geralt ja tatsächlich super witzige Sprüche teilweise hat. Aber Sigismund Dijkstra ist auch so einer, der die ganze Zeit super serious business ist. Und wenn er dann einen raushaut, dann ist er natürlich auch 10-mal so viel wert. I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? No idea what you're talking about. You are the worst liar I have ever known. Glad I don't need you to win a poker game for me. Viel Poker in dieser Welt? Chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Klar. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Ah,
And you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Auch eine ziemlich aufwendige Kellertreppe, aber gut, dafür so gut versteckt. Be so kind as to follow me. Ich muss mal die Quest ändern. So. Got a minute? I do. Nein, What wollte do ich. you want? Wollte gar nicht mit dir reden. Time was on my way. Got things to do myself. So long. So, jetzt aber. Oh, Bart. Not again. Bart. Bart, stop that. Now. Bart, mad. Bart makes Ziggy lose, Jorfin. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadless. Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. Das letzte Mal auch nicht gelächelt. But I bumpy horses. What's there? Siggy but take. Good Siggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Chorfun. Oh, God. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Oh, no. Boom. Hole.
Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shoes. Head falls. Boom. Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bad through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff up a lip. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Fons. Thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Na dann. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Mit der Schatzkammer checken. Guck mal da. Manuskriptseite. Da war noch ein Rezept drin, hat sich ja gleich gelohnt. So. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Pipes great. Explosion Guten Abend, crumpled it like a Razzo piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Aber dir geht's gut. So, machen wir das Zeug. Was? Interessant. Ah, das ist ein Quest-Item wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Nee.
Warte, wo ist denn das Scheißding? Müssen wir das erst basteln oder was? Ich dachte, da hat uns welches gegeben. Naja, dann halt so. Ja, alles klar. Na gut, hervorragend. Ist hier nicht. Bin für Bast verwirrt. Hier lang? Gehen einfach mal und gucken, was passiert. Möglicherweise sterben wir. Oh, mal hier. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. Linke das Sporen gegen Gift, ja, aber... Guck, ist das vielleicht hier? Nee. Was ist das für ein Quatsch? Naja, bei den Quest-Gegenständen sehe ich es nicht. Sonstige ist es auch nicht. Verzehrbares ist doch bestimmt nicht. Habe ich es auch nicht gefunden. Da ist es erst recht nicht. Und wenn ich auf Alchemie gehe, müsste es eigentlich bei den Quest-Items sein, also aber auch nicht. Hm. Cooles Problem gerade mal. Ich kann mich nicht erinnern, das Problem gehabt zu haben damals. Okay. Schau mal nach, ob es Schnellzugriff ist. Dürfte aber eigentlich nicht so. Ach guck mal, nee, doch, es ist ein Schnellzugriff. Das ist eine Frechheit, ey. Da wo eigentlich... Müsste sogar hier stehen. Hier, oder? Und der R. Wo eigentlich mein Thunderbolt-Trank hingehört. Na gut. Fein. Da hat Pepe gerade ein Tor gemacht. Ein Eigentor oder? Hat er schon mal 2 Weltmeisterschaften aufgehört. Also fairerweise mit Fußballspielen hat er noch nie angefangen. Der ist ja eigentlich nur zum Leute kaputt treten da, oder? Oder verwechsel ich den gerade? Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Gerade nachgeschaut, ist 39. Ja, genau diese PP. Das ist voll die alte Herren-WM. Ich meine, Ronaldo und Messi sind ja auch schon so Knacker. Hier, ach, das ist sogar der Weg. Das ist gar nicht der Weg hier oben. Aber da kommen wir auch noch irgendwann lang. Mir kommt es bekannt vor. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Achso, den Raum da hinten. Ah, okay. Bottom of a
container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Ja, lass mal gerade hier ein bisschen umschauen. Waren wir schon? Das ist mal eine großzügig ausgestaltete Kanalisation übrigens. So, jetzt tue ich aber gerade mal den ordnungsgemäßen Trank wieder in diese Schnellzugriffleiste. So. Nee. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Bits of treasure dropped out of the crates. Left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Found a second corpse, one of the thieves. Threw up the antidote just like your man Fonz. A beautiful death. Anything on the body? Not much. Empty vial. Wouldn't have left him behind if he was anybody. Common porter, must be. Knew nothing, means nothing. Dead end. Literally. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Er ist schon ein spannender Typ. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom.
Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Hammond keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Alright, you inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4, and bring me the guest book. Chop chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Impossible? Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel? You saw an impersonator? Think for once! They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Gotta ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I do it. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you! Es ist eine Menge passiert hier in diesem Badehaus jetzt. Und eine Menge gesprochen worden. Kann man nicht Quent mit Dijkstra spielen? I do. What do you want? Ja, noch nicht. Time was on my way. Got things to do myself. So long. Gut. Ja, wie kommen wir hier raus? Da lang. Jetzt gucken, wie das so stufenmäßig ausschaut. Ne, ist immer noch Stufe 12. Können wir weitermachen. Ist ja dieselbe Quest noch. Quatsch. Smell that hangs in the air. Do you know it? Elegant abgerollt. A whole day wasted. Mal kurz, ich will doch die Blizzard Potion standardmäßig auf Z haben, jetzt wo ich sie habe. Wenn ich sie schon habe. Ich habe sie einfach noch nicht. Well, well. Don't be shy. You'll find
of everything you could ever need. Sick of it all. No point complaining. What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Der Eisvogel lädt herzlich zur abendlichen Vorführung von Priscilla der Kanonette ein. Da bleibt kein Auge trocken. Stimmt, wir haben sie schon gesehen. Okay, also dann müssen wir die Tür aufarbeiten. Footprints. A letter. And a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Achso, ist die Geheimtür. Wir wissen schon, dass sie da ist, aber wir können sie noch nicht. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. $12:45 to $12:54. Satisfying click. In the next room over, I think. Satisfying click. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstain. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. Stain. Wyvern oil. Siri. Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. Okay, das heißt, wer auch immer diese Dudu ist, der Großinquisitor hat ihn. Und Dandelion. Hey, Triss. And Triss. Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb. I'm absolutely dying to Das know ging aber what schnell. they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervoise, have you found out who fucking nicked my gold? Ist lustig, weil Beauclair ja quasi wie Frankreich ist und es ja eigentlich im Englischen heißt Pardon my French. Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was all right. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure.
commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. What I've learned doesn't matter. Doesn't matter. Yet you agreed to help me. I am. Doesn't mean I have to confess everything. I'll let your insolence fly this time, but only because His Honor the Margrave might indeed have something to do with the theft. Menge has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit, ask where he's holding my gold for me. So we do your dirty work while you sit around twiddling your thumbs. Darling, when I'm able to make use of someone, I always do. It's convenient. And safe. Come on, admit you're scared of Menge. Of course I'm scared. Bloody dangerous whore, son. Triss would concur, I think. Not in those words. But I do agree with the statement overall. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. In other words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Man kann nicht vorwerfen, dass er nicht offen und ehrlich ist. Thought you'd correct him. Say that we... you know... Dijkstra doesn't need to know about my love life. Wise. I'd never choose his shoulder to cry on either. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menge's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's barracks together. All right, see you then. And thanks. Das ist schon eine aufwendige Quest, aber so ist das manchmal. Gives a copper. Just how far south. Hard times we live in. Mitternacht. Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menge would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Den Spruch verkneifen wir uns vielleicht. Mind explaining what this is all about? Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menge personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Ciri's too. No such thing as too risky. Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will? And in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it.
Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Manga's come, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the Lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. What about the treasure? If we learn anything, great. If not... Thought you need coin from Dijkstra to help the other mages. True, I do. Lots of ways to get gold, though. It's just not the most important thing now. Wait. I want to thank you. Come on. Anyone would do this. No. Not anyone. Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. Still got a bad feeling about this. No. But tough. Let's go. Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Dramatische Zweige im Hintergrund. Do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. Ist das der Ohrfeigenbaum, an dem man rüttelt? Möglicherweise ist er das. Aber der Wind rüttelt in dem Fall am Ohrfeigenbaum. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Merigold. Marigold? Come in then. Well, well. Triss Merigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Merigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by, with my friend Merigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. We'll deal with the witches, and then we'll come for you, don't you worry. The eternal flame will burn away our sins. Heathen. Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing.
Unangenehm. Okay, wir spielen mit. Wir haben das Triss versprochen. Do what you want. Come on, witch. Show you the wonders a pair of pliers can work. You'd be surprised. I believe I told you not to let anyone in. Unless they had information concerning Philippa Eilhart. This Witcher says he's got just that. Anyone can claim that. We'll start with your pinky nail. Nah, let's go for your ring finger. Ringfinger auf Deutsch Daumen, wie wir sehen. Ah, okay, wegen dem... It's not that easy to bring us Triss Merigold. Is that who I hear? Very well. I'll go see her shortly. But first, let us talk. Sit. Sit. Have a drink, Witcher. Okay, wir müssen leider weiterhin mitspielen. Es ist eigentlich ganz geil, diese Dialogszene jetzt mit ihm, während wir Triss aus dem Nachbarzimmer schreien hören. Sidarian. A 1261 vintage, year of the massacre of Sintra. Ah, stop squirming. This little piggy went home. Kurt, please see why Miss Merigold squeals so convincingly. Perhaps she needs something. Hot irons, for instance. Speaking of metal, this goblet's silver. Making sure I'm not a Doppler. Ah, it's immediately apparent. A professional. I find that refreshing. But to answer your question, one can never be too careful. You'll be surprised how many come here turn to rancid jelly as soon as they grip the goblet. Triss hat ja klar gemacht, sie hält es aus. Self-Saving Princess, ja auf jeden Fall. Ich meine, das ist so eine Chewbacca-Situation. Wir führen sie in Handschellen da rein und sie ist eigentlich die gefährlichste. Got a silver sword on my back. That not enough? It proves nothing. Dopplers can change their bodies at will into materials that look and feel like silver as well. Oh, okay. Materials that Das erklärt, warum der andere Doppler sich als uns mit Schwertern verkleiden konnte am Sonntag. See, you're an expert on Dopplers. I'd expect a Witcher of all things to understand the value of knowing one's enemy. This little piggy had roast beef. Oh, you bastard! No! This little piggy had none. Now, let us talk shop. I shall pay you twice the usual reward for Merigold. Awfully generous. Why? Well, you've turned in your lover. The emotional trauma it must entail. You deserve compensation. Jorinda hat nochmal 3000 Kanalpunkte für Friesen ausgegeben. Mal sehen, was wir Fiese zusammenstellen können. Alles klar, nach der Quest sofort gerne, und die dauert ja gar nicht mehr so lange. Ja, machen wir das. You seem well informed. So you have to know Triss betrayed me first. Used me as a pawn in the Lodge's game. As I see it, she's getting what she deserves. No! No more! Be brave, dear. Just one more fingernail and we'll move on to the other hand. This little piggy went wee. Ow! Bitch bit me! Oh, the bitch bites. Let's put a collar on her. Dimeritium ought to calm her down. You surprise me, Geralt. Perhaps we can deal after all. So, you know something about Philippa, but I wager you won't share this information for free. What do you want in return?
Okay, 3 machen wir auf keinen Fall. Wir sollten ihn, glaube ich, auch nie auf den Schatz ansprechen, so offen. Ich glaube, wir folgen mal hier dem Prompt und sagen, nehmen die 1. It's simple. Free Dandelion. Oder hätten wir da noch fragen sollen? Information about Philippa. Tempting offer, I admit. But I must say no. You see, I've a magnificent execution plan for Dandelion in Oxenford. A breaking wheel, flaying alive, and so forth. It should work wonders for the mores of the academic youth and townsfolk. When's this morally instructive spectacle due to take place? When I issue the order, in person, Dandelion will remain in the dungeons beneath Temple Isle until then. So sorry I cannot be of help. Perhaps we can agree different terms. But first, let's see how Miss Marigold fares. It's grown suspiciously quiet in there. Come. Will auch einen Blumennamen. Ja. Kannst dir einen aussuchen, ne? Flaying Alive, Flaying Alive. He say where Dandelion is? Yes, but... Oh well. Triss. Ah, ich fürchte, zum Schatz haben wir jetzt verzockt, oder? I should tend to your wounds. No need. I'm fine. Well, mostly fine. Should heal in time for my wedding. Sorry. Should have gotten you out sooner. Don't apologize. I knew what I was signing up for. How do I say this? That was just a bit premature. What do you mean? Menge said Dandelion's locked up on Temple Isle. Dungeon right under the temple. He was planning to execute him in Oxenfurt. Also said they'd only let Dandelion out of his cell once Menge gave the order, in person. Shit. I'm sorry, Geralt. I should have thought it through, but when I saw him, What's done is done. He'd never have agreed to help us. Even if I know. Let's not dwell on this. We should think about what to do next. Dandelion's safe for now, though out of reach. We don't stand a chance of breaking him out. Temple Isle's impregnable. And Menge's not likely to order his transfer. Or anyone's for that matter. Saw Menge burn a sheet of paper right before we came in here. Could have been something on it that would have helped us. Too late now. So there's no way you could recover the note? Sadly, no. I'm a sorceress, not a miracle worker. Let's search his corpse. Right. Could find something that'll help us. Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait, something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra Okay. with my regards. Könnte doch geklappt haben. Could you revive him? Maybe. If I actually practiced black magic. Haven't sunken that low just yet. Nothing but dead ends. We'll need to make do. Breaking Dandelion out's starting to look like our last option. Geralt, you know me. I'm all for finding solutions. I don't give up easily. But in this case, there's no hope. Not a shred. No one escapes the dungeons beneath the temple. And no one's ever been broken out. Anyone actually tried? They've tried, Geralt. I've tried, to be exact. Shortly before you arrived. It almost cost me my life.
Menga's the only one who could have ordered Dandelion's release. Yes. Or someone who looks exactly like him. Ooh. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there is one other thing I wanted to talk about, but not here, not now. Come by when you have a moment. I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. Leichtlich aus dem Außenposten der Hexenjäger. Es ist kein Stealth-Game übrigens, Garrett kann das gar nicht. Oder doch? Ach, guck mal. Ach krass, weil ich habe schon mal, ich erinnere mich daran, dass ich es auch mal gespielt habe, wo du durch die ganzen Dings durchschlachtest. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Gönn dir. You there, Mr. Reuven wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? I will, soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, founded on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Give me that. That's all you're gonna say? No wry remark, no scintillating joke. You want a knee slapper? Fine, I'll tell you one. Ready? You lied to me. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. Oh. No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your reward. Don't bother. I know what happened to Dandelion. Then take my coin. I always pay my debts, even to liars. Das war ein schöner Sonnenaufgang hier. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. Gut. Oh, sogar die Quest läuft immer noch. Quest, die niemals endet. Come closer, don't be shy. You'll find I've everything. What's my jacket for a tramp? Maybe you would. Looking for something unusual. Sure. Who kisses your ass today will bite it tomorrow. Another drifter in from Temeria.
say we up over to a bit for you. Well, well, another freak. So, zum Arzt, Junge. Oh, Leute geraten in Panik. Wird hier wieder irgendwo. Ist hier wieder irgendwo gefährliche NSCs? Oh ne, da hinten können wir auch lang, oder? I believe I shall stop coming here. Why? Even with the war on, they still managed to procure flying beverages. Do you seek to get me The drunk, liquor sir? is the same. If I were seeking to get you drunk, madame, we would not be drinking Cote de Blizzy. Geh mal zum Arzt, Junge. Geralt! Ach, sorry. Sorry, Ren, habe ich tatsächlich vergessen, machen wir gleich. Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. Weil ich kurz draußen habe und nicht viel gegessen. Okay. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri? Richtig. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Take care now. So, siehst du mal, da können wir erstmal. Haben wir die Quest abgeschlossen, dann kommen wir jetzt mal fix zum Friseur. Ich weiß natürlich wieder nicht, wo hier einer in der Nähe ist. Kurz gucken, ob die Karte uns verhilft, aber die ist ja irgendwie. Die Karte ist ja super buggy heutzutage. Ja. So, kommt schon. Kriegst du eine Macke, ey. Ah, guck mal hier. Ja, trotzdem. Trotzdem nicht dabei. Friseure. Na gut, dann machen wir einfach den Trick, dass wir nach Ochsenfurt gehen. Da wissen wir wenigstens, wo er ist. Ich kümmere mich sofort um die Rettung von Dandelion. Ich reite nur kurz bis nach Ochsenfurt. Weil ich muss da zum Friseur. Ich schwöre Ihnen, das ist Nordberg. Wir werden keine Sekunde Ruhe, bevor wir nicht geklärt haben, wer Ihren Mann das angetan hat. Lass uns nach dem Essen gehen, Frank. Greetings, Master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. Roach, das schnellste Pferd der Welt. Ja, das sowieso. Also, klassische Witcher-Frisur mit Musketierbart. Kommt sofort. Also lose hinter den Kopf zusammengebunden. Ist die klassische Witcher-Frise. Decent. Dann Sound wäre seltsam, ist das noch ein Mikrofon oder so? Ich kann das Mikrofon ein bisschen weiter weg machen. Das übersteuert manchmal ein bisschen. Guck mal, ob es so besser ist. Nee, das nicht. Sekunde. Schnurren unter Lippenbart.
So long. Gut, fein. Ja, sehr hübsch. Ich denke auch. Ganz wunderbar. Ja, ich war vorhin die ganze Zeit bei irgendwelchen Schmieden und was ich nicht gemacht habe, ist meinen Scheiß mal reparieren lassen. Das muss ich mal dringend nachholen. Mein Schwert, der wahrscheinlich schon kurz am Auseinanderfallen sind. Crawl back under your rock. You'll choke to death. Got anything for aching belly? Stabbing pain here. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. Show me what you have in stock. Okay, es war auch eh nur das Stahlschwert noch übrig, glaube ich, von den Sachen. So long. So, das heißt, finde Junior. Bei The Secret World waren die Friseurläden cool, weil man da alles ändern konnte. Ja, das ist ja bei vielen Spielen so. Bei Warhammer Dark Tide zum Beispiel auch, da konnte ich meinen Charakter komplett umstellen. Aber das ist hier das klassische Witcher 3 Ding, was für manche ein Problem ist, für mich nicht, dass eben der Charakter nicht endlos customizable ist, weil es halt immer noch Geralt von Rivia ist am Ende vom Tag. Deswegen immer noch mein Lieblingstake ist, Witcher 3 ist gar kein Rollenspiel, weil du ja keinen Charakter selbst erschaffen kannst. Okay. Ja, da sind wir bis unten lang. Das habe ich nie gespielt. Hast du das neue MMO ausprobiert oder findest du deswegen MMO blöd? Ich bin kein MMO-Fan. Secret World meinst du? Ah ne, jetzt bin ich gerade verwirrt. Was meinst du? Wenn du Secret World hast du doch gespielt. Warhammer. Es gibt ein Warhammer MMO. Wird tatsächlich neu. Wie ich verlesen habe. Also ich meinte gerade Dark Tide, das ist ein PvE-Shooter wie Left 4 Dead, wo man zu viert sich durch, oder Vermintide, wo man zu viert sich durch Horden von Monstern ballert und schnitzelt. Zu Warhammer MMO wüsste ich gar nicht. Es gibt eine Menge Strategie- und Taktikspiele und sowas zu Warhammer. Und ein paar Shooter, aber MMO wüsste ich nicht. Bin aber auch jetzt... Oh, ja. Was sind die Typen? Warte, ich gucke, ich hab's in der Pause gelesen. Frechheit. You heard? I'm getting on my nerves, you grey-haired knob. Piss off. Greetings. Don't know you, not letting you in, and don't you fucking stand there. Sure we can't work this out? How's that? I pay you, you let me in. Give it here. Get in. And remember, we've an eye on you. Who runs the fights? Igor. Oh. Come on, get ready. Your turn now. I am ready. Losers get paid anything? Ha! Losers get carted off to the cemetery. Stop staring, you'll jinx our work. Remember our deal, I hope. I switched this sword for a rusty one. You need to hold on. Ooh. There's your coin. That's it. I need work. What can you do? Good with a sword. Wouldn't scoff at working as protection. And who here would you protect?
Einer der wenigen Kritikpunkte im Spiel ist übrigens, dass ich immer wieder dieselben 3-4 Stimmen höre. Orson Jr.'s made a load of enemies. I know that much. Maybe I can be of use. Junior can take care of himself. You needn't fret about him. But I can't help wonder how you know this place belongs to him. Heard it does, that's all. Forget you heard of Junior. Keep healthy. That's my advice. Fine. All in all, don't really care who I'm gonna protect. Just looking for work. Crowds can spin out of control. Somebody's gotta keep the peace. Claim any kind of experience? Done my share of fighting. Wouldn't carry a sword if I didn't know how to use it. Have you killed humans? Ja, ja. Gerade eben noch. Why not come out and say you're a witcher? It's plain to see. Not looking for any monster contracts. Need a regular job for a while. I'll have to test you. I want to see how you manage in a fight, if you can fight at all. You shall fight in the arena, survive 3 bouts, and I'll put you to work. Ich finde es nicht für den Multiplayer Warhammer 40.000 Dark Tide für irgendeinen 30.11. Ja, das ist das, was ich meine, das spiele ich. Der Jammer hat es auch, ist allerdings nicht so ein Riesenfan. Aber zumindest, da schließt ja der Kreis, hat es aber zumindest das, dass man tatsächlich alles ändern kann in seinem Charakter. Du kannst nachträglich die Frisur, das Gesicht und so weiter ändern, weil in der Grim Dark Future gibt es nicht nur ausschließlich Krieg, sondern auch gute plastische Chirurgie. Set me up. Already have. Shall we start right away, or do you need time to prepare? Always prepared. Excellent. Let's see what you're worth. Remember, you fight to the death. The crowd doesn't take kindly to those who spare their foes. Ja, ihr seid ja Hardcore. Let's do this. Ready your purses! Betting is open! From the Far East, where a man's life is worth less than a cup of water, a witcher, a murderous mutant. His opponent, Gustav Rohn, a man who cut his way out of his mother's womb with a knife. As ever, Wo hast du das Messer her gehabt? to the death. Ja, auf geht's, Bruder. Wollen wir mal kämpfen oder was? Kannst du mal rankommen? Ich würde gerne cool stehen bleiben. Ich habe einmal das Warhammer PNP gespielt vor 25 Jahren. Das war's mit Warhammer bisher. Also, ich weiß, dass es zu Warhammer auch Pen-and-Paper-Rollenspiele gibt. Ich weiß nicht, ob es dafür besonders gut geeignet ist. Ich selbst habe auch nie groß was von Warhammer am Hut gehabt. Kids, flee. You need the risks. I will not kill him. Oh. Release the hounds. Oh, okay. Oh, aber nein, ist es nicht. Und, sorry. The Witcher wins! Next fight! Born brawlers in battle! A fracas, a rumpus, a fray! The Witcher versus the Hairy Brothers straight Ich erinnere mich gar nicht daran. Wild Isles of Gallagher! Sired by a mountain bear! They live to kill! Okay, das ist mein Kumpel. Klar. Doing what he does best, face to face with beasts. Ja, ich war schon mal da unten, das weiß ich noch, aber ich kann mich nicht daran erinnern, diesen ganzen Arena-Kram gemacht zu haben. Crazy shit. Verschmutzet nicht den Namen des Cavills heiligen Tabletop. Ne, ich wollte eigentlich sagen, dass ich an Warhammer nie reinkam oder Warhammer 40k nie reinkam, weil es ja auch Miniaturen bemalen beinhaltet und da bin ich halt raus. Bin fast froh drum, weil wer weiß, wie viel Geld ich da anders sitzen lassen würde. Aber in letzter Zeit spiele ich halt wahnsinnig viele Warhammer Computerspiele. Also ich spiele Total Warhammer wie blöd und Warhammer Dark Tide jetzt auch. Hab also schon Spaß an dem Setting und wenn es gut umgesetzt ist.
Scheiße, was passiert jetzt? Ich hörte einen fiesen Aufschlag. Especially for you, for the first time in a long time. Release Boris. Das ist schon sehr cool, dass man hier mit einem fast harmlosen Dialogfall und man kann Spiegel halt findet. Ja, das ist Witcher 3. 600 Stunden und ich finde immer noch neue Sachen. So, noch Fragen. Another win for the Witcher. Crazy. Witcher Mania is running wild. Bravo! Ploughing Scragdom Thorough. They tell me a true bruise had come to the arena. Would you believe it? They were right. Oh, krass. Da ist er sogar. Thanks. Cyprian Wiley, known to most as Whoreson Jr., appreciates good handiwork. Well, we've not had enough. Now, Cleaver's dwarves are in the sewers. They've slaughtered the guards. Don't stand there Ach, like Scheiße, wir sollten ja erst mit Cleaver reden. Hab ich vergessen. Muster the men and get out those midgets. And would someone please kill the blasted Witcher? Was? You heard the man. Kill him. Keep it together, lads! Now! That's it, you... No! Should search this hole. Hat's was verkackt? Ich weiß nicht, wie ich es verkackt habe. Floor is worn by a moving door. Something behind this wall. Glauben mir, geht vielleicht irgendeine Nebenquest oder so. So das Maximum. Aber dafür sind wir jetzt hier Horshorn begegnet. Ich bin echt nicht mehr sicher, dass das passieren kann. An Horshorn Jr. König Rado wird es unter der Leistung nicht zufrieden. Du sollst die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen, doch sie sind immer noch am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe aus der Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist, M. Wonder if Dijkstra knows Junior's made a deal with the Redanians. Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt noch mit ihm reden können. Vielleicht geht's hier sogar. Haben wir die Quest noch nicht abgeschlossen. Ugly bastard. Da würden einige Männer zusammenzucken, wenn ihre Frauen das fragen. Achso, na ja gut. Meine Frau ist meine härteste Kritikerin auf Twitch. Aber so muss es auch sein. Und auch generell. Und auch generell. Lass mal kurz gucken, ob wir die noch anwählen können. Das ist die Triss. Hier die Banden von Novigrad. Sprich und Hacker, was machen wir erstmal jetzt als nächstes? Habe ich fast vergessen, dass wir das vielleicht vorher machen sollten. Ich meine, wenn wir die Quest zu Ende gebracht hätten, bevor wir mit Cleaver sprechen, wäre es ein Problem geworden. So. Ah, hier ist ein Friseur, okay. Kurz auf der Karte schauen, dass wir uns das merken können fürs nächste Mal. Okay, ziemlich an der Ostmauer, aber wir haben hier keinen Wegpunkt in der Nähe. Whoreson's men raided the Putrid Grove. What do you see, Tame, Mr.
Ah, ihr Typen. Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Absolutely not. Over my dead body. Told you we wouldn't fool him. Well, you're due a beating. It'll just be more of a challenge. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. He asked that we administer a sacrament on his behalf. Your last rites. Was genau bringt das Nasenband? Das ist wie das Nasenpflaster, was Fußballer in den 90er getragen haben. Sie glauben, dass sie besser atmen können damit. Ist das die Handverletzung, wenn du in die Fresse haut? Oder das, ja? Kannst du dir böse den Knöchel aufschrappen? Non-humans exhibit a natural inclination towards brigandry. Every one of them. Ja, moin. A wee minute, Witcher. Now, I'm curious something mighty. How is it you were off the same bloody night Whoreson tried to kill me? 'Twas chance, honest. I was at the brothel. I've witnesses. I don't doubt you found some witnesses, but I do doubt the bit about chance. Know what? Shite conversation this. So much blethering, we've got nowhere. Lad, you have a chat with him. It's simple. I want to know where Whoreson is. I've not betrayed you. Not ever. No! No! I know nothing! Ich mag einfach dieses Konzept der Zwergenmafia. Help me find Junior. I'm about to send my lads around Whoreson's hideouts. Won't say no to a witch's blade. In einem Hideout warst du schon. Junior and drag him out of his hidey hole. Win-win situation, as I see it. Whoreson can't die until I've talked to him. My lads are hot-headed and I like 'em like that. Want to rein them in? Do so on your own. Was meint ihr? Helfen wir seinen Männern? Oder machen wir es auf eigene Faust? Dass sie den Bart einfach ohne zu lachen angucken können. Ja, kannst du mal versuchen, Geralt auszulachen. Und Herr Dumbak sagt, helfen. Die Hunde sagt auch, helft den Zwergen. Auch Ratzepaltus sagt, helfen. Das reicht mir, alles klar. Alright. Now, I suspect Junior's hiding at his casino in Gildorf. Either that or near the arena beneath the bits. My lads will be there. Find him. Okay, das erklärt rückwirkend, warum die Zwerge denn da unten angetreten sind. Aber die Quest passt sich offensichtlich der Tatsache an, dass wir schon eins davon gemacht haben. Weil Witcher 3. Trifft die Zwerge von Hacker vor dem Casino. Erklärt vielleicht, warum ich den Teil mit der Arena noch nie gesehen habe, weil wenn du mit den Zwergen da reinmarschierst, dann kriegst du den natürlich nicht zu sehen, ne? Bad idea. Clowns, buchstäblich. I bloody well told him not to stick his arse where it don't belong. Your blades. Why not at your waist like everyone else? Help! Help! What happened, kid?
They... Hey, Okay, wir rennen mal hinterher. Wir wissen natürlich genau, was dann passiert. The Grey Git. grab him. Als wer der blöde Jan ist. Danke für das Gespräch. My dad doesn't like us very much. Anytime. You know. Ready? Righto. We go on your mark. Let's go then. You see in the dark, and you're studying. Fight boats never really well. Greetings, Haggard. Should look around. Have a hard time fighting anyone here, Witcher. Giving me no choice. Seems to me I've heard of you before, Whitehead. Beat you half to death. Oh. Hey, can you hear me? You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? What's your name? Rico. Rico Meyersdorf. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Paulson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you helped me. See him. He's sure to reward you. In der Liste. Adalbert Zimmer, Gwyn Hoys, Let's Beleise, Segemor Prokop, Rico, Ausrufezeichen, Mortimer Schwindel, Stan de Gries und Aardvark von der Baltimore. Na dann, taugt uns für eine Schwert denn was? Ja, ist ein Hauch besser. Packen wir mal ein paar Runen rein. Aardvark heißt Erdferkel. Stimmt, das weiß ich sogar. Ich kenne Aardvark Pictures, die haben die, wie heißen sie? Wallace & Gromit Filme gemacht. Kann man sein Kind so nennen? Na gut, in der Welt von Witcher haben wir eine Menge absonderliche Namen. Hired a Witcher as my debt collector. Zur Hölle? Have a hard time finding any work here, Witcher. Nicht nur da, All ja. roads lead to my uncle. Armed ruffians in town. Scandalous. Okay, das Versteck ist wohl auch hier in der Stadt. Gehen wir auch gerade mal hin. Mal kurz gucken, was in der anderen Quest, in den anderen Questen steht.
Also, Ehre und der Dieben heißt, holt die Belohnung und Banden von Novigrad sprich mit Hacker. War vielleicht das zuerst. Lass mal kurz gucken, dass wir hier die Chain of Information irgendwie einhalten. Wobei, wir sollten, naja Quatsch, wir sollten erst das Versteck suchen. Das ist eigentlich sinnvoller. Das ist eigentlich sinnvoller. So, hier, das. Ich kannte mal einen Tiger Paul, deutsch ausgesprochen. Jemand hat sein Kind Tiger genannt? Welches deutsche Standesamt macht denn damit? Frag ich mich. What's it like? Beheading a king? Move it! Damn it, lost my way again. I asked for fresh fish. What's this? Fresh fish? Ich habe mich aber nicht getraut, die Standesbeamten später mal zu fragen, ob ich mein Kind auch Esel Theo nennen darf. Ist vielleicht besser, dass du es nicht gemacht hast. Stell dir vor, die hätten Ja gesagt und du hättest gesagt, oh geil, dann mache ich das. And if I hired a witcher as my debt collector, Watch to make sure the pricklicker's not here. I'd expect Wie hier waren sie schon? Dwarves were thorough as debt collectors. Didn't leave a scrap. everywhere. Not to burn the corpses, though. Else rats will congregate to feast. nice razors you got there. Weiß ich, meine Kinder sind in Wiesbaden-Gießen geboren. Es gab früher auch in Rüdesheim eine Entbindungsstation. Bin gerade verwirrt, wie kamen wir jetzt auf die Entbindungsstation? Was ist irgendwie los? Ich voll das Hasenhirn heute, sorry. Gibt es hier? Nothing interesting here. Ah, danke. Nothing interesting here. Ja, danke oder so. Place has been scrubbed clean. Okay. Du musst dein Kind beim Standesamt anmelden, bei dem Standesamt anmelden, wo es geboren ist. Ah, okay. So, dann drehen wir jetzt erst noch mit Cleaver. So machen wir das. All right. Oh my. Jetzt abkürzen, Sekunde mal. Ja. To the majesty of the eternal fire. Einziges Mal Event gespielt heute. Das ist für den Stream. What do you want? What can you tell me about Junior? Aiming to write his biography. Put his dad in it. Horson, son of Horson. Great title. I'm all ears. Horson Sr. was the most ruthless man I've ever met. Unmatched at blackmail, murder and hustling. Word is, he had a line on the hierarchy himself. Junior inherited all his gaffer's traits except one, his love of poetry. Senior was on his way to an evening recital when Junior killed him.
Then he promptly took over all his dear daddy's businesses and contacts. Helped your dwarves at the casino. Aye, not the arena though. Had to invite themselves in. Oh. Not what we agreed. But Cleaver's a dwarf, both loyal and fair. Anyone would tell you that. Give half the help, get half the reward. Es ist so absurd, dass die sich die Mühe gemacht haben, aha, wenn der Spieler nur eins von beiden macht, dann kriegt man die halbe Belohnung von ihm. Es gibt eine Dialogzeile später, wenn wir Jennifer begegnen, wo sie, wenn wir einen Bart tragen, den Bart kommentiert. Und wenn wir keinen Bart tragen, dann kommentiert sie ihn nicht. Und das ist einfach so, also, das ist einfach das selbstmörderischste Quality Assurance Team der Weltgeschichte dieses Spiels und das ist halt einer der Gründe, warum es so geil ist. So, ich würde gerne erstmal kurz die Belohnung beim Bettlerkönig abholen. Bevor wir das vergessen. Oh, das ist ein Waffenschmied, guck mal. Am Fischmarkt merken wir uns, sitzt ein Waffenschmied. Taugt der was? Need something sharpened? Reforged? Like you to craft something for me. Think you can? Der ist Geselle, der kann das. Katzenarmbrust, Level 29. Ja, die Detaille, ja, ist völlig absurd. Also, Katzensilberschwert. Das ist gleich mal viel besser, aber uns fehlt ein Monsterauge. Scheiße. Wenigstens Katzenstahlschwert. Das können wir machen, guck mal. Oh, das ist gleich mal eine riesen Verbesserung. Beim Silberschwert noch mal gucken. Wir haben hier immerhin noch, hier Level 18 auch. Besser als in die hohle Hand geschissen. Nehmen wir das. So long. Nice. Is that a witch? How much is the cod? 10 pounds a bit. Ah, hier ist auch ein Alchemist, den vergesse ich immer. Da gibt es auch eine Menge Scheiß. Da gehen wir mal rein. War das die nicht hier? Ach, der muss auch von der anderen Seite rein, mich recht entsinne. Ich wechsle mal von dem Fernseher. Viel Spaß noch. Alles klar. Was wird denn geguckt? Ich glaube, sie guckt Wednesday weiter. A good one to you, young man. Hair's all a grey, but by your face and straight back, I know you to be in your youth. Greetings. What do you sell? Herbs, young lad. I've all sorts gathered near about. You'd be surprised what useful plants grow by the roadside. Not that surprised, actually. Monk's hood, for instance. Lovely blossom. Soothes aches and pains, but just a handful and you could poison a whole family. A very useful plant. Yeah. What else would you recommend? Have a look, young man. You seem learned in these matters, so I'll show you my special stock from under the counter. You just might have the herbs I need. Hiddenbündel für eine Quest. Nehmen wir gleich noch mit. Besserte Mondstaub. Ja, machen wir mal. Besserte Petris Filter. Besserte weißer Honig. Besserte Nordwind. Warum nicht?
Ach, du liebes Lieschen. Okay. Fuck. Okay, fine, whatever. Ist nicht so wichtig. Aber an deinen Karten bin ich interessiert. We play cards instead. Hat die beste Karte im ganzen Spiel? Ja, fantastisch. Ich habe hier nur Müll, das ist unfassbar. Unangenehm. Das Beste sein, wenn ich passe. Oh, for fuck's sake, ey. Ah, warte. Das krieg ich hin. Hehe. Ja, doch, müsste reichen. Ja. Belagerungsturm. Mal hier. Jetzt brauche ich noch mehr Belagerungsgedöns, weil ich tausche hier im Prinzip einen 6er gegen einen 6er. Ah, ich habe aber auch noch... Ja, dann schmeißen wir den raus und nehmen den rein. Ihr Trötenschilder von mir wollt. Das ist total falsch. Ich komme hier gar nicht zum Cleaver. Oder? Nee. This life. Sometimes it's Hey, handsome. Got right cabbage last night. Head feels like it's full of sauerkraut. Achso, das ist ja, warte mal. Ich Trottel, wir sind ja hier beim Bettlerkönig, da muss ich den Eingang finden. Ich war die ganze Zeit geistig bei Cleaver.
Aber ich weiß ja eigentlich, wo der Eingang, oh Gott, wo der Eingang ist zum Bettlerkönig. Ja. Open up. Zumal ich glaube, danach haben wir gar nicht mehr viel im Bettlerkönig zu tun, wenn mich nicht alles trügt. Pam, pam, param. Aye. Work with mages often? My, aren't you curious? You yourself looking for work, perhaps? No, I just know them. Usually not all that willing to get their hands dirty. Don't know 'em well, then. A hounded, hungry mage is desperate as any man. Not about to be fussy when taking on work. Novigrad's a city of opportunities. Chances to be seized. You should grab one too. Should pick your men more carefully. Rico blew his cover like a novice. Yeah, he told me. And I told him to leave town. Most likely promised I'd reward you, didn't he? So he said. Take it. Cool. Kann man mit dir Gwent spielen eigentlich? Nee, ne? Aye. Na gut. Farewell. Er hat mir ein Schwert gegeben. Das ist genau das Schwert, was ich mir gerade habe schmieden lassen. Will mich verarschen? So, ich denke, bevor wir jetzt mit Dijkstra reden, wäre das ein guter Punkt, um für heute einen Sack zuzumachen. Speichern wir nochmal ab. Und schauen wir mal, wo wir euch rein raiden können. Oh, bei Duddle ist am Back 4 Blood spielen. Warum nicht? Schicke ich euch da rein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Wünsche euch noch eine fantastische Restwoche, eine fantastische weitere Woche. Seid exzellent zueinander. Hier geht es am Donnerstag weiter bei Witcher 3 um 19:30 Uhr. Und bis dahin, passt auf euch auf. Und ja, bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.